Unsere selbst geplante 14-tägige Reise durch Thailand beginnt mit einem 3-tägigen Aufenthalt in Bangkok. Einige unserer Aktivitäten habe ich hier mal in diesem Clip zusammengestellt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie wohl bei den meisten, die Bangkok das erste Mal besuchen, steht die Besichtigung verschiedener Tempel am Anfang der Tagesordnung. Ich kann zu diesen Tempelanlagen nicht viel erzählen. Mir fehlt einfach der Background dazu. Für mich sind entscheidend die optischen Eindrücke und die schiere Größe dieser Tempelanlage mit den scheinbar unendlichen Verzierungen, die man dort angebracht hat. Was für eine Sisyphusarbeit. In der Tempelanlage Wat Po gibt es eine Besonderheit. Dort gibt es einen liegenden Buddha. Diese Statue ist 46 Meter lang und ich glaube 15 Meter hoch. Es ist nicht einzigartig, aber diese Statue ist wohl von allen die bekannteste. Interessant auch die Verzierungen unter den Füßen. Aus Perlmutt, so scheint es mir, sind hier zahlreiche Muster und Tiere künstlerisch zusammengestellt. Dessen Bedeutung erschließt sich mir aber nicht. Insofern laufen wir hier durch die Tempelanlage wohl eher als Kulturbanausen und genießen relaxende Momente, so wie hier an diesem Springbrunnen, der wirklich sehr schön gemacht ist. Und man kann dort sitzen und ein bisschen verweilen, aber nach 3, 4 Tempelanlagen ist es dann auch genug. Jedenfalls für uns. Auch bei diesen tausenden Steinfiguren, die es in den Tempelanlagen gibt, wurde jedes Detail berücksichtigt. Bei unserer Abfahrt von Bangkok mit dem Auto haben wir dann noch diese gigantische Tempelanlage besucht. Was dort so abgeht, habe ich hier einfach mal von den Bildern an der Wand abfotografiert. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das eine Wahnsinnsveranstaltung ist. Pünktlich zum Sonnenuntergang geht es hinauf zum King Power. Nicht Tower, Power. Auf 314 Meter Höhe. Das ist der höchste Punkt, den man in Bangkok erreichen kann. Gott sei Dank mit Fahrstuhl. Wenn man da oben steht und auf die Stadt mit ihren fast 10 Millionen Einwohnern, so genau weiß es keiner, schaut, dann ist das schon ziemlich beeindruckend. Und für den richtigen Adrenalinkick soll dann der Skywalk dienen. Das können wir natürlich nicht auslassen. Tja, beeindruckend, aber so ein richtig fetter Adrenalinkick ist wirklich ausgeblieben. Für Leute mit ausgeprägter Höhenangst sieht das wahrscheinlich anders aus. Ansonsten herrscht hier oben jetzt Partystimmung. Die Musik musste ich ausblenden, weil es sonst wahrscheinlich wieder eine Lizenzrechtsverletzung geben würde bei YouTube. Statt der lauten Disco-Musik wäre uns der Sound der Stadt sowieso viel lieber gewesen. Eine ganze Weile schauen wir noch in die Lichter der Stadt, bevor wir dann hinunterfahren, natürlich wieder mit dem Fahrstuhl. Das geht wirklich rasend schnell. Übrigens wurde uns auch keine Treppe angeboten. Auf dem Weg zur Skyline, die uns ins Hotel bringt, haben wir nochmal einen schönen Blick auf den beleuchteten King Power. Boah, is it real? Yeah. Scorpion? Yeah. I can't eat this. And this is a snake? A snake? Yeah. A little... You can try one more? How much does it cost? 100 baht. 100? And what can I eat? All? Yeah. Really? Yeah. You're crazy. And it doesn't bite me? Yeah. You can try. Small. It's just the small scorpion? This one? Yeah.
How much is it? อันนี้60 บาท 60? In Germany I eat scorpion every day. Yeah. Moment. Wie sich das hier weiterentwickelt, werden wir im Laufe des Videos noch sehen. Streetfood gibt es gefühlt in Thailand überall und völlig im Überfluss. Wir haben auch ein paar Mal davon probiert, haben uns meistens Stände ausgesucht, wo ein relativ hoher Durchsatz ist und es ist nie was passiert. Bislang haben unsere Mägen das alles super gut weggesteckt. Auch ein Besuch in kleineren, einfachen Restaurants mit thailändischer Küche war auch kein Problem, aber auch hier haben wir immer danach geguckt, dass möglichst viele Gäste da sind und nach Möglichkeit auch viele thailändische Gäste, weil die können es am Ende am besten beurteilen, wo man vernünftig essen kann. Geschmacklich war eigentlich alles immer sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, wie häufig Glutamat im Spiel war. Guck mal. Oh, Krokodil. Krokodil. Einmal Krokodil bitte. Krokodilspiel schmeckt gut. Wollen wir eins essen? Ja. 2 Stück? Dann kriegen wir schon mal Krokodil. Hello. You have two? Which one, sir? Ja. Medium large. Medium large, sir. 150 was? M. This is M? Yes, this is M. 150. Yes, sir. Oh. This one is expensive. Very delicious. Let's say 2 for 200. Mama, do that like this or dinner? Do that like this or this or 250, okay? 250 for 2. Yes. Okay. Okay. अलिक राम्रो दियो अलिकति किने भने मजा आउँछ Is it a fresh crocodile? Fresh, yeah. Just today we hunting, huh? Today, yeah. And it's a real crocodile? Real, yes. May I touch it? Yes. Okay. Why not, sir? Ganz schöne scharfe Zähne hat es. I never touched the tooth of a crocodile. Ja, cool. Maul ist zugebunden, kann nichts passieren. Dieses Krokodil ist 8 Monate alt und wenn ich mich nicht irre, schmeckt Krokodilfleisch so ähnlich wie Hähnchen. Und hier meine neuen Motorradhandschuhe. Garantiert habe ich wieder nicht lang genug verhandelt. Ich hätte es bestimmt auch für 200 bekommen. Aber gut, was soll's. Und hier treffen wir endlich mal auf einen Insektenstand. Das hat mich ja schon immer interessiert. You must eat and you can take a photo. Bon Appetit! So, Elke, lass es dir schmecken. Oder das Seite. Kamera läuft, Elke. Let's do it. Dass Elke das macht, damit habe ich nicht gerechnet. Aber sie hat gar nicht lange überlegt. Elke ist Mehlwürmer, ich fasse es nicht. Oh, das ist schon komisch. Hä? Nee, ich mag nicht mehr. Okay, bist du fertig? Ja, Bist du durch damit? ich bin durch damit. Okay, jetzt bin ich dran. Hau rein. Ja, hau rein. Warte, ich muss noch mal eine Nahaufnahme machen, damit jeder sieht, was du dir da gerade reinfallst. Also Heuschrecke, Heuschrecke, Mehlwürmer und fetter Mehlwurm. Irgendeine Larve. Oder eine Larve wahrscheinlich, ja. Oh, lecker. Schmecken wie Erdnussflips. Ja, wie Erdnussflips. Ich dachte, mir klaut gerade einer was. Also die Mehlwürmer schmecken wie Erdnussflips. Den hier? Ist komisch. Auch ein bisschen wie Erdnussflips. So, Schatzi, jetzt die Heuschrecke. Aber so ein bisschen komischen Nachgeschmack. Ja, nicht genau. So, nicht Deswegen so mache schön. ich fertig. Ist nicht so schön. Jetzt kommt Die Heuschrecke. ein bisschen krass. Los rein damit. Einer mit. Sehr kross. Aber nicht so wie der Skorpion. Das ist also richtig frittiert und schmeckt wirklich sehr gut. Sehr gut. Leicht salzig. Müsste ich jetzt nicht jeden Tag essen, aber
Ich frage mich gerade, wonach es schmeckt. Nach Heuschrecke. Okay. Yeah, durian. Yeah. They like it here in Thailand. In Germany we say Kotzfrucht. Now sell your durian. Durian, durian, durian! Hier weiß ich genau, dass ich das nicht probieren muss. Hier gab es Reis mit Chims. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen hatte, was es ist. Ja, mehr brauche ich nicht. Ich brauche mich da nicht von essen. Nicht so mal. Okay, I eat a scorpion. Wolf ist Skorpion. Of course, can I take it? Video? How is it taste? Tastes good. Ist gut? Good taste. Good taste. Not the best what I have ever eaten, but it's okay. Not so bad. Im Nachgeschmack schmecken sie etwas verkohlt. And I don't need something to drink. Grundsätzlich würde ich aber ein Frühstück im Dschungelcamp bei ganz besonderer Soundkulisse bevorzugen. Soweit mal ein Überblick zu unseren ersten Eskapaden in Thailand. So, jetzt fahren wir Longboat. Ich nehme an, das ist es da. Mit einem dicken Motor hinten drauf. Irgendein Vierzylinder Suzuki. Jetzt gibt es erstmal hier ein Problem. Unser Boot wird gerade geschreddert, wenn wir jetzt Pech haben. Er kriegt es noch hin, den Rückwärtsgang einzulegen. Jetzt war hier noch beinahe Spektakel. Jetzt fährt er hier vorbei. Also ich glaube, Boote crashen hier häufiger mal zusammen. Also hier ist so richtig was los auf dem Wasser. Und die sind auch alle hier richtig zügig unterwegs. Da wird Gas gegeben, wenn der andere nicht aus dem Weg geht. Ist das wahrscheinlich auch so, der Größere gewinnt. So, jetzt kommt unser Boot hier angefahren. Und interessant ist hier, wie die lenken. Er hat da die Stange in der Hand und bewegt also den gesamten Motor, wenn er den Propeller rausholen will. Das ist schon krass. Ja. Springen. Springen, Schatz, sie springen. So. Ab die Post. Hello. You're welcome. So, er feuert hier seinen Motor an. Ziemlich coole Sache ist das. Das geht hier, glaube ich, ganz gut ab gleich. Schwimmweste anziehen. Okay. So, wir müssen hier Schwimmweste anziehen. So, jetzt gehen wir hier durchs Wasser. Schauen wir mal nach hinten. Der Bootsmann. So, also wir fahren nicht nur über diesen großen Fluss, sondern hier gibt es auch sehr viele Kanäle. Ja, hier muss er schon ziemlich genau lenken mit seinem großen Motor hinten dran. Hier liegen die überall die Boote, man sieht hier die Motoren. Das sind wahrscheinlich alles ausgelatschte Automotoren, die jetzt hier verbaut haben für die Boote. Überall Pflanzen im Wasser. So, wir stehen hier vor der Schleuse. Das dauert jetzt ungefähr 10 Minuten, meinte. Hier sieht man es ganz gut. Der Propeller sitzt direkt auf der Getriebeausgangswelle. Geschaltet wird vorne an der Lenkstange. Mit Vorwärts, Rückwärts. Ob er verschiedene Gänge schalten kann, weiß ich nicht. Ja, die ganzen Häuser hier schön auf Stelzen gebaut. Aber interessant. Muss man einfach gemacht haben, würde ich mal sagen. Reinfallen möchte da scheinbar doch keiner. Baustelle.
Auch vom Wasser aus stößt man auf jede Menge Tempelanlagen. Aber eins war uns dann irgendwann klar, nachdem wir uns 1, 2, 3 Tempel angeschaut haben, ist es dann auch genug. Ein nicht besetztes Boot dürfte Probleme haben, hier unter so eine Brücke durchzukommen. Da die Boote hecklastig sind, kommen sie vorne extrem hoch. Erst mit Zusteigen von Passagieren geht die Nase dann ein wenig herunter. Dann mitten in diesem Abbruchgebiet steht dann so ein prunkvoller Tempel. Krass. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Boote kein Ruderblatt haben. Jedenfalls ist keins sichtbar. Das heißt, die Lenkung der Boote erfolgt rein mit der Ausrichtung des Propellers. Ich denke, da braucht man ganz schön viel Erfahrung, um so ein Boot hier sauber durch die Kanäle durchrangieren zu können. Fisch! Oh ja. Lauter Fische hier. Lecker Fisch. Die sind schon mariniert, wenn die geangelt werden. Ja, da werden natürlich jetzt schön fett gefüttert, ne? Diese Zylinder sind Überläufe, welche hier in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Sie sorgen dafür, dass bei einer Überflutung das Wasser ablaufen kann. Bis die allerdings eingreifen, sind hier schon so manche Häuser im Hochwasser versunken. Das geschulte Auge des Skippers findet dann auch noch das ein oder andere Getier, wie diesen, ich denke mal, Varan, der sich hier gut getarnt durch die Farben des Gemäuers nahezu unsichtbar macht. Anderthalb Stunden hatten wir für diese Rundfahrt gebucht. Nach unserer Meinung reicht das auch aus. Wir sind auf jeden Fall voll zufrieden und jetzt können wir dann auch gleich anlegen. Und der Skipper entdeckt noch einen Varan. Über diese Schleuse geht es nun zurück in den großen Fluss durch Bangkok, den Chao Phraya. Und von hier geht es jetzt wieder zur Anlegestelle. Wir haben aber nochmal einen tollen Blick auf die Skyline von Bangkok. Soweit mal ein kurzer Überblick zu unserer Offroad-Tour durch Bangkok. 3 Tage Bangkok sind dann auch genug. Wir sind froh, aus diesem Großstadtgewusel herauszukommen. Mit unserem Mietwagen geht es nun in ländlichere Bereiche Thailands, wo es deutlich entspannter zugeht. Dazu dann vielleicht mehr in einem nächsten Clip. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.